Hallo, ich bin Kathi von Creative Mom. Herzlich willkommen zum dritten Teil des Dirndl-Outfits und heute zeige ich euch, wie ich den Rock genäht habe. Um kein weiteres Video von mir zu verpassen, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Drucke das Schnittmuster und schneide es erstmal aus. Als erstes habe ich hier den Rockbund. Dieser wird zweimal im Fadenlauf zugeschnitten, das erkennt ihr an diesem Pfeil und dann unten versäubert. Dann habe ich hier die Rüsche vom Innenrock. Diese wird einmal im Bruch zugeschnitten, oben gerafft, das seht ihr an dieser Wellenlinie, und dann wird unten die Kante zweimal umgeklappt und festgenäht. Dann habe ich den Innenrock. Dieser wird auch einmal im Bruch zugeschnitten. Oben gerafft und unten wird später die Rüsche angenäht. Das hier ist die Rüsche vom äußeren Rock. Davon muss man 2 Teile zuschneiden und oben raffen. Und zu guter Letzt kommt noch der äußere Rock. Davon braucht man 2 Teile. Ich beginne mit der Rüsche, die an den äußeren Rock kommt. Hier habe ich die Kante schon zweimal umgebügelt und festgesteckt. Und so wird es gemacht. Ich klappe 0,5 cm um und bügel diese fest. Jetzt klappe ich noch einmal 0,5 cm um und bügel diese fest. Ich nehme auch gleich die Rüsche vom Innenrock und bügel auch da die Kante zweimal um und stecke sie fest. Jetzt geht es an die Maschine und die untere Kante wird mit einem geraden Stich abgesteppt. Die Kanten der Rüschen habe ich abgesteppt. Bevor ich sie raffe, übertrage ich die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Mit Hilfe dieser Markierungen kann ich die Rüschen später gleichmäßig an den Rock stecken. Den Stoff raffe ich meist mit der Maschine. Dafür stelle ich die Stichlänge auf die höchste Stufe und drehe die Fadenspannung hoch. Somit rafft die Maschine mir den Stoff von ganz alleine. Die Rüsche lege ich mit der rechten Seite auf das Rockteil und stecke die Enden zusammen. Ich achte darauf, dass beide Knipser aufeinandertreffen und stecke auch diese fest. Anschließend verteile ich die Rüsche gleichmäßig auf den Rock und stecke alles zusammen.
Die Rüschen habe ich an den äußeren Rock angenäht, die Kanten versäubert, sie nach oben gebügelt und dann von der rechten Seite abgesteppt. Zum Absteppen habe ich eine Ziernaht verwendet, hier kann aber auch ein einfacher gerader Stich genommen werden. Nun geht es weiter mit dem Innenrock. Hier wird im Grunde genommen das gleiche gemacht. Ich habe die Markierung vom Schnittmuster auf den Stoff und auf die Rüsche übertragen und werde jetzt die Rüsche raffen. Die fertige Rüsche stecke ich wieder mit der rechten Seite an den äußeren Kanten und an den Markierungen fest, dann verteile ich den Stoff gleichmäßig und stecke auch den Rest noch fest. Rock und Rüsche sind zusammengenäht, ich habe die Kante gleich versäubert und werde jetzt die Nahtzugabe nach oben bügeln und anschließend absteppen. An diesem Punkt wusste ich es nicht, wie man weiter vorgehen muss. Und zwar müssen Innen- und Außenrock an dieser Markierung aufeinandertreffen. Die Markierung habe ich auf beide Stoffteile übertragen, um sie einfacher verbinden zu können. Jetzt stecke ich nur noch die äußeren Rockteile auf den Innenrock und raffe anschließend den Stoff. Die äußeren Rockteile lasse ich in der Mitte leicht überlappen. Ich habe eine gerade Naht gelegt und werde jetzt mit dem Rockbund weitermachen. Auf einem Teil habe ich die untere Kante mit einem Overlockstich versäubert. Auf beiden Teilen habe ich die Mitte markiert. Die Bundteile lege ich mit der rechten Seite aufeinander und fixiere die Seiten und die obere Kante mit ein paar Nadeln. Ich lasse am Anfang 7 mm frei und beginne erst dann an zu nähen. Hier müsst ihr darauf achten, dass die Seiten 7 mm und die obere Kante 5 mm Nahtzugabe haben. Ich schneide die Ecken weg und mache oben kleine Einschnitte. Jetzt wende ich den Bund auf die rechte Seite, forme die Ecken aus und bügele ihn nochmal ordentlich. Jetzt muss ich nur noch den Bund an den Rock stecken und danach nehme ich mir nochmal das Schnittmuster zur Hand. Hier muss man etwas aufpassen. Die linke Seite des Rockes wird einmal umgeschlagen. Das ist dieses kurze Stück, was ich vorher versäubert habe. Ich klappe es einmal ein und fixiere die Kante mit ein paar Nadeln.
Auf der rechten Seite wird die Kante zweimal umgeschlagen. Einmal das kurze Stück und einmal nochmal die volle Länge. Hier achte ich etwas drauf, dass die Innenrüsche auch schön an der Kante liegt und beim Umklappen quasi mit fixiert wird. Jetzt werde ich nur noch den Rock auf die Bundbreite zusammenraffen und gefühlt mit 1000 Nadeln zusammenstecken. Bis gleich! Rock und Bund habe ich zusammengesteckt und gehe jetzt an die Maschine und nähe das Ganze fest. Bund und Rock sind festgenäht. Ich klappe den Bund nach unten, um die Nahtzugabe darunter zu verstecken, fixiere ihn dabei mit ein paar Nadeln und steppe ihn rundherum ab. Laut Schnittmuster muss man das Ganze nicht rundherum absteppen, so wie ich das mache, sondern nur die untere Kante. Nachdem ich den Bund abgesteppt habe, muss noch die hintere Naht geschlossen werden. Hier nehme ich mir nochmal das Schnittmuster zur Hand, um zu sehen, wie viel ich denn hinten nähen muss. Die hintere Naht stecke ich bis zur Markierung auf dem Schnittmuster zusammen und nähe sie fest. Bevor ich das Ganze mit der Maschine zusammennähe, wollte ich sehen, wie der Rock später geschlossen wird. Und hier ist das Endergebnis. Die hintere Naht ist geschlossen und die Nahtzugabe habe ich zu einer Seite festgenäht. Dann habe ich oben noch einen Druckknopf angenäht und fertig. Was ich euch empfehle, ist auf jeden Fall ein passendes Garn zu nehmen, damit man die ganze versäuberte Nähte im Innenrock nicht so sieht. Ihr Lieben, die Videoreihe zum Dirndl-Outfit ist zu Ende und ich habe mich riesig gefreut, ein paar eurer Blusen auf Instagram zu sehen. Ich hoffe, die Videos waren gut zu verstehen und ihr könnt euren Puppen viele tolle Dirndl-Outfits nähen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Bye bye!